herzlich willkommen. Mein Name ist Katin, ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Ihr seht es, ich habe meine Häkelsachen hier liegen. Und ja, es ist leider die Woche nicht so viel passiert. Ich weiß auch nicht, war der Wurm halt drin irgendwie. Ja, aber ein bisschen was habe ich gehäkelt. Aber wie gesagt, leider nicht viel. Ich habe insgesamt nur an 2 Projekten weitergearbeitet und habe bei einem Projekt hier schon mal ein wenig vorgearbeitet sozusagen, damit ihr da nächste Woche ein schönes Video zu bekommt. Ja, das ist aber noch nicht ganz fertig. Ich bin noch nicht so zufrieden, aber es ist in Arbeit, es kommt. Ja, ich habe einmal hier an dem Oberteil weitergearbeitet. Ihr seht es, wir sind bei diesem grün-blau, bin ich angekommen. Und ja, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Kamen jetzt nur ein paar Reihen dazu. Ich habe den Übergang auch hier ganz einfach gemacht, weil ich ja in Spiralrunden jetzt den unteren Teil häkel und einfach angesetzt und verhäkelt. Ja. Das ist jetzt sozusagen fast unterm Arm, also das wird nicht sehr stark auffallen, gehe ich mal davon aus. Ich meine, wenn man es weiß, sieht man es, aber so denke ich mal, ist das ganz in Ordnung. Ja, wie gesagt, es kam ja nicht sehr viel dazu, nur ein paar Reihen, aber trotzdem ein bisschen was. Jetzt ist nur noch dieses grün-blau hier da, sonst ist alles, Entschuldigung, na, sonst ist alles verhäkelt. Also wir haben nur noch 2 Knäule oder 3, 2,5, da ist auch nicht mehr so viel drin. 2,5 Knäule und dann ist das T-Shirtchen, Pullichen schon fertig. Das wird auch gerade runter gehäkelt mit Stäbchen. Kein großartiges Muster, sondern das fand ich so ganz schön. Dann kann ich das einfach über einen leichten Pulli einfach mal drüber ziehen, damit das schön am Rücken und im Schulterbereich einfach schön warm ist. Ich denke mal, dafür ist das super. Ja, versetzen wir unseren Maschenmarkierer. Der geht eine Reihe weiter. Und zwar hier unten hin. Und übrigens danke für den Tipp. Ich habe ihn beherzigt. Ich habe mir einen Maschenmarkierer gesetzt. Zwar nicht in die letzte Masche, aber sozusagen in das letzte Stäbchen, was ich gehäkelt habe. Das heißt, wenn ich mir sozusagen was aufziehe, ist es nur ein bisschen und nicht so ein großer Teil. Ja, ich bin auch lernfähig, sozusagen. Ja. Ich dachte so, man könnte es auch durch beide machen. Dann hat man das gleich noch ein Stückchen weiter. Ich könnte auch den anderen Maschenmarkierer nehmen, also so einen, der zu ist. Aber das ist mir dann immer zu umständlich zum Friemeln. Den habe ich immer gleich drin und dann ist das fertig. Also, vielen Dank für den Tipp. Super. Ja, das Garn kennt ihr. Das ist dieses Teddy-Garn. Das Video zu dem Garn kann ich auch euch oben verlinken. Hatte ich euch schon mal vorgestellt. Ja, und dann geht es jetzt hier weiter. Ja. Ist ja nicht mehr viel. Die haben jetzt 123 Meter. Ich glaube, der andere auch. Das ist ja hier das einmal Schimmer und Schein und
ach so, Bella, das hat nur 88 Meter. Aber trotzdem, dann ist das soweit gehäkelt. Ja, das Ganze häkel ich mit einer Vierernadel. Ich habe hier noch meine Metallene drin. Oder auch hier sie, je nachdem wie es ist, greife ich die Nadel, damit das passt. Ja, genau, das war einmal das Oberteil. Und dann habe ich noch mit meiner Vierernadel hier an dem Tuch weitergearbeitet. Da sind wir jetzt mittlerweile in dem dunklen Verlauf drin. Ja, ihr seht es von Grau in das Rosé und jetzt ins Beerenfarbene. So, und da habe ich jetzt auch schon angefangen, weil ja da ein paar gesagt haben, dass sie dazu gerne so eine kleine, ja, Anleitung will ich es nicht nennen, wie gesagt, so ein kleines Video dazu wünschten. Und das werde ich dann euch natürlich, oder habe ich euch schon angefangen zu erstellen. Mit den Sachen, so habe ich gehäkelt. Ich hatte ja dazu gesagt mal, dass ich das Muster von dem Buch halt abgeändert habe, weil das ja immer so komisch mit diesen mit diesen Zwischenräumen hier dann war. Dann waren es mal 3, dann waren es 5 Maschen, dann nur 2 Maschen, Luftmaschen, und ich habe mir da selbst gebastelt und habe dann gesagt, dann mache ich nur jeweils immer 3 Luftmaschen und habe mir das Muster dann auch so rum gearbeitet, dass das so einigermaßen passt. Und ich muss sagen, bis jetzt, seitdem meine Mama mir meinen Fehler aufgezeigt hat, bis jetzt ist es super. Es ist wirklich ein Traum geworden. Also wenn man das so sieht, das ist von vorne, es ist wirklich, wirklich, finde ich jetzt wirklich schön, das Tuch Romantica. Ja, von hinten, ja gut, ne? Aber ich finde jetzt auch, ja, ist es okay, meine Güte. Jemand, der sich damit nicht auskennt, wird sich denken, jo, auch schön. Von vorne ist natürlich definitiv besser. Ja. So, hier, es kam jetzt, ja, 1,5 Musterreihen kamen jetzt dazu. Zum letzten Stand. Und ja, das ist auch ganz gut. Viel Wolle habe ich nicht mehr übrig. Es ist nicht mehr viel. Aber gut, es sind auch 1000 Meter, circa 1000 Meter. Bisschen was haben wir noch. Und ich denke mal, das sieht nachher richtig, richtig, richtig toll aus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Deswegen hatte ich das Tuch jetzt auch vorgezogen mit dem Häkeln. Aber ja, durch das Erstellen des Videos ist da leider auch nicht so viel passiert. Jetzt ist mir hier mein Markierer rausgerutscht. Oder? Jupp, da ist er. Machen wir erst den einen Markierer. Den Verlaufsmarkierer. Und dann noch den anderen. Bei hier dem Feingarn geht der halt ein bisschen schneller raus. Da wäre das wahrscheinlich wirklich praktischer, wenn ich es mit so einem Markierer anstatt mit so einem, weil der hier flutscht da halt immer raus. Dadurch, dass das halt so ein feines Garn ist. Es ist zwar vierfädig, aber trotzdem sehr fein. Ja, da passiert das dann halt schon mal. Ja, so weit sind wir. Und ich finde den Verlauf von der Wolle wirklich bis jetzt sehr schön. Wie gesagt, auch mit einer Vierernadel. Das könnt ihr euch ja variieren, wie ihr möchtet. Und nachher
Aber bei dem Video, das sage ich euch dann nochmal dazu. Denn ja, je feiner ihr die Nadel nehmt, umso besser kommt halt das Muster zur Geltung. Ja, denn mit der Vierer ist es ist locker gehäkelt, aber ich finde es jetzt sehr schön so. Mir gefällt das. Und ist in Ordnung. Super. Ja, mehr ist leider nicht zustande gekommen dieses Mal. Aber gut. Wie gesagt, war halt der Wurm drin. Was will man machen? Manchmal ist das. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr habt wunderschöne Feiertage, wunderschöne Weihnachten und erholt euch gut. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen frei zwischen den Jahren und habt eine gute Zeit, falls ihr arbeiten müsst. Ich kenne das ist jetzt auch mein erstes Weihnachten, wo ich mal, oder das erste Mal, dass ich zwischen den Jahren seit Jahren frei habe. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Aber ja, ich bin auch immer gern arbeiten gegangen. Von daher ist das alles soweit gut. Ja, um nochmal zum Punkt zu kommen. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Habt viel Spaß, genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen und feiert schön. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal noch einmal, glaube ich, nächste Woche, Samstag. Sozusagen vor Silvester. Also macht's gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss.